Hallo Leute und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal und zu einem neuen Video. Wir werden heute am Projekt Mazda die Ventildeckeldichtung wechseln. Also bleibt dran, nach dem Intro geht's los. So, und wie man hier schön sehen kann, hier schwitzt er schon überall raus. Hier vorne ist er auch schon relativ verguckt und verdreckt, aber es scheint noch dicht zu sein. Aber wo er rausdrückt, man sieht es auch, hier hinten sammelt sich Öl. Hier, wo mein Finger ist. Hier sammelt sich Öl. Also er schwitzt in dem Bereich raus. So, das erste, was ich jetzt machen werde, ich werde erstmal hier alles schön rausputzen mit Bremsenreiniger. Dann lösen wir hier alles und dann wechseln wir die Ventildichtung. So, den Ventildeckel habe ich jetzt einmal abgeduscht. Den Stecker hier, den habe ich abgezogen. Der wird im Übrigen hier an diesem Halter hier, ist der unten eingeklipst. Also das Ding kriegt ihr nicht ab. Das müsst ihr hier unten, müsst ihr dann diesen Stecker, hier sieht man es nochmal, der ist hier so eingeführt, den müsst ihr abziehen. Also das Ding dran lassen. Das ist der Nockenwellensensor, den lösen wir jetzt. Den habe ich hier schon vorgelöst. Müssen wir auch nur hier so eine Klammer drücken. So, wir holen jetzt den Nockenwellensensor raus, lösen die Entlüftung und dann lösen wir das Teil hier. Das sind Abstandshalter. Da brauchen wir, glaube ich, einen 15er. Und die dreht man einfach so raus. Das sind die Abstandshalter für die Motorabdeckung. So, das war jetzt ein ganz schönes Geschäft, das hier runter zu fummeln. Ich habe es aber rausbekommen, ihr müsst da mit dem Schraubenzieher rein, da ist so ein kleiner Clip. Und hier müsst ihr einfach nur ein bisschen rütteln. So, wir kommen überall ran. Das ist schon mal die erste gute Nachricht. Wir kommen an jede Schraube vom Ventildeckel. So, und jetzt fangen wir an, den Ventildeckel zu lösen. So, alle Schrauben gelöst. Die kriegt man im Übrigen nicht aus dem Ventildeckel raus. Die sind hier fest. Was wir jetzt noch lösen müssen, und zwar hier ist so eine Haltebrücke. Da sitzt eine 10er Schraube drauf. Ich habe mir hier schon was gebastelt. Die müssen wir lösen. Und dann können wir das auch rausheben. Junge, dieser ist fest. So. Schraube nicht verlieren. So, kleine Schraube, ganz schön angebombt. Und jawohl, jetzt kann man hier diese kleine Brücke hier schön rausheben. So, jetzt lösen wir noch den Schlauch von der Gehäuseentlüftung. Und dann können wir den ganzen Deckel runterpulen. So, hier hat sich nochmal eine Schraube versteckt. Jetzt haben wir alle gelöst. Hier rein. Ich habe so einen kleinen Heber. Hier ganz vorsichtig rein, ich will nichts beschädigen. Tatak, haha. Okay. Jawohl. Und da haben wir ihn. Jawohl, schön sauber runter. Den Ventildeckel. Ich glaube, die ist fertig, die Dichtung. Und der Deckel ist auch relativ schmutzig. Ich sehe hier Verkorkungen, hier auch. Also, den müssen wir jetzt richtig schön sauber machen. So, schauen wir mal aus der Nähe. Also, hier überall an den Schrauben ist es schon nass. Also da hat es schön das Öl rüber gedrückt. Ist mir dann hier rüber gelaufen. Hier sieht man das auch. Die ganzen Schrauben sind nass. Hier hat es noch teilweise gedichtet. Hier vorne geht es auch schon los. Ja, und hier auch. Da die hintere Schraube, die war richtig ölnass. Da ging es auch los. Also, es war höchste Zeit für einen Wechsel. So, ich mache jetzt alles sauber, bereite die Oberfläche vor und dann verbauen wir
den neuen Ventildeckel. Die alte habe ich euch schon mal vorhin kurz gezeigt. Die ist relativ hart. Das ist die neue. Schaut mal hier, wie schön weich die ist. Wenn ich jetzt die alte nehme, oh, ich merke schon, die ist richtig, oh, ich höre sie auch schon knacken. Also die kommt auch gar nicht mehr richtig zurück. Wenn ich hier so reindrücke, also das ist kein Vergleich, die ist schön, schön weich und die ist richtig hart. Also, die ist fertig. So, Nummer 1 sitzt. Ich fummel jetzt den Rest rein und dann gehen wir zurück zum Motor. So, die Kontaktfläche habe ich ja vorhin schon gereinigt, wie ihr gesehen habt. Wir müssen jetzt mit einem Gasket Maker, ich habe hier einen, müssen wir hier diese zwei Stellen, müssen wir einen kleinen Klecks drauf geben. Da war vorher auch schon einer drauf, weil sonst drückt uns hier das Öl raus. Nicht viel, nur so ein ganz kleiner Klecks. Und dann können wir eigentlich schon die Dichtung wieder draufsetzen. So, Kontaktflächen sind sauber. Die zwei Stellen habe ich den Gasket Maker drauf gemacht. Frische Ventildeckeldichtung ist drauf. Dann setzen wir das Ding wieder drauf. Sauber ist auch alles. So, so jetzt schön einfädeln. Sieht gut aus. Jawohl. Hier nochmal kontrollieren. Ja, das fühlt sich gut an. Da guckt kein Gummi raus. So, und jetzt nur noch festziehen. Und zwar nach einem Schema. Und das hole ich jetzt. Das hier habe ich mir abgezeichnet. Hier sieht man exakt, welche zuerst, welche als zweites, drittes und so weiter angezogen werden soll. Ich kann es Originale nicht zeigen, weil da wird ein Copyright drauf sein. Deswegen abgezeichnet. Hier sind zwischen 4,5 und 7 Newtonmeter. Ich denke mal, so um die 8 wird richtig sein. Ich bin mir da nicht so ganz sicher. Wir werden es feststellen. Manche waren wirklich extrem fest, andere waren sehr, sehr, sehr locker. Ich weiß, welche es waren. Also ich stelle es mal auf 7 bis 8 Newtonmeter ein und dann ziehen wir nach dem Schema an.
So, alles mit 8 Newtonmeter angezogen. Jetzt bauen wir alles wieder zurück und dann müssen wir 24 Stunden warten. So lange braucht der Gasket Maker zum Aushärten. 3 days later. So, mittlerweile sind ein paar Tage vergangen seit dem Einbau vom Ventildeckel. Ich habe ca. 150 Kilometer bis jetzt schon zurückgelegt und jetzt können wir gerne mal schauen. Ich kann eines vorab sagen, der Motor ist trocken. Es drückt nichts mehr durch, aber wir schauen noch mal. So, also, wie wir beim letzten Mal gesehen haben, war hier alles ölnass, hier war alles verbappt und verklebt. Alles okay, alles super. Das habe ich nicht so richtig so sauber bekommen, aber das ist egal. Wichtig ist, dass nichts durchdrückt. Es ist alles trocken hier. Und jetzt gehen wir auf die Rückseite. Und wie ihr seht ihr nichts, alles trocken. Hier ist kein Öl, gar nichts mehr. Weil genau hier unter der Halterung vom Motor, das ist ja die Halterung, ich glaube, um den Motor anzuhängen. Genau hier drunter hat sich das Öl gesammelt, genauso hier drin so ein bisschen. Alles trocken. Die Schraube, sieht man es? Die Schraube, die war richtig nass, die ist auch knochentrocken. Hier nichts mehr. Also, hat wunderbar funktioniert. Die Dichtung hat im Übrigen nur 13,02 € gekostet. Also eine Billigdichtung, aber funktioniert 1A. So Leute, das war's von meiner Seite aus. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst gerne ein Abo und ein Like da. Wenn ihr mehr Videos zum Projekt Mazda 6 sehen wollt, dann abonniert den Kanal. Ansonsten würde ich sagen, war's das von meiner Seite aus und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Macht's gut, Leute.